Suchst du eine UV-Liste für 50 bis 100k für schnelle Verkäufe? In diesem Video gibt es das. Plus bleib dran für meine 10 plus 10 Regel für 20% Profit. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video bauen wir gemeinsam eine 50 bis 100k UV-Liste plus. Ich erkläre dir meine 10 plus 10 Regel, damit du 20% Profit mit jeder Karte machst. Die UV-Liste hat zwei Teile und der erste Teil dieser Liste sind spielbare Goldkarten, die wir nur mit Chemistry Style einkaufen. Unsere erste Karte auf der Liste ist Maxence Lacroix. Die erkläre ich dir jetzt ein bisschen ausführlicher, wie ich das Ganze einkaufe und so. Und dann schalten wir ein paar Karten einfach auf Footbin durch, die du auf deine Liste packen kannst. Und das allererste ist, was ich mache, ich gucke natürlich, für wie viel geht die Karte gerade weg. Und ich habe natürlich schon ein bisschen wie so ein Fernsehkoch was vorbereitet. Er ist so ungefähr bei 5,4, aber das Wichtige ist ja, wir wollen kein für 5,4 kaufen als Basis-Item, sondern wir kaufen nur Karten, die direkt einen Chemistry-Style drauf haben. Und bei der Crow habe ich festgestellt, dass ein Enker zum Beispiel der beste Chemistry-Style ist. Normalerweise wollen wir nur Karten mit Shadow, die defensiv sind, oder mit Hunter offensive Karten. Bei Lacroix, wie gesagt, ist das mit Enker. Und jetzt kommt der erste Teil der 10 plus 10 Regel. Wenn ich weiß, er kostet ungefähr 5,4 mit Enker, dann versuche ich das um 10% zu unterbieten. Also so für 5 oder 5,1 würde ich ihn jetzt mit Enker einkaufen. Weitere Karten sind Ben Yedder. Ben Yedder auf jeden Fall nur mit Hunter einkaufen, nur mit Hunter. Die anderen Chemistry Styles machen da meiner Meinung nach wenig Sinn. Und ein Bonus ist natürlich, wenn du Ben Yedder direkt bekommst, umgeformt als ZOM, als ZM oder so, dann ist diese Karte nochmal wertvoller. Dann haben wir noch Cuadrado. Wir hatten ja viel Serie A-Content in letzter Zeit. Cuadrado auch eine Karte, mit der diese UV-Liste sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben noch auf der Liste QND. QND auf jeden Fall auch nur mit Shadow kaufen. Er profitiert natürlich auch von den SBCs wie Fekir oder so, den sehr, sehr viele Leute gemacht haben. Und er ist da ein Strong Link. Noch eine Karte ist Joe Gomez. Joe Gomez kaufen wir auf jeden Fall nur mit einem Shadow ein. Auch hier wieder 10 plus 10 Regel. Also wir wollen schon im Einkauf 10% sparen, das heißt, ich würde eher einen Joe Gomez kaufen, so 4,4, vielleicht so um die 4 rum oder so. Und wenn du ihn dann bekommst, dann mit 10% Profit draufstellen. Wir wollen schnelle Verkäufe, das heißt, ich hätte eigentlich Joe Gomez nur für 4k eingekauft. Erster Teil der 10% Regel. 4,4 ist sein Preis mit Shadow. Ich hätte ihn deswegen minus 10% nur für 4.000 normalerweise eingekauft. Will dir das jetzt aber zeigen, wie ich das Ganze mache. Du musst natürlich, wenn du das Video schaust, die Preise entsprechend anpassen, dann funktioniert die UV-Liste immer und wirklich zu jeder Zeit. Und es gibt gleich noch Bonustipps für die perfekten Einkaufszeitpunkte. Und dann wollen wir 10% Profit machen. Das heißt, wir wollen lieber schnelle Verkäufe mit einer Karte. Das heißt, wenn du den jetzt für 4 eingekauft hättest, wäre es zum Beispiel perfekt, ihn für 4 neuen draufzustellen. Dann würdest du noch einen sehr, sehr schönen Profit, sogar mehr als diese 10% machen. Und die 10% im Einkauf, die 10% Profit im Verkauf sind dann zusammen 20% Gewinn. Du kannst diese Karten zu jeder Zeit einkaufen. 2 Bonus-Einkaufszeitpunkte sind einmal morgens, ich sag mal so zwischen wenn du aufstehst und so 10, 11 Uhr, da sind viele Karten relativ günstig und steigen dann im Laufe des Tages, was natürlich perfekt ist für eine UV-Liste. Und der zweite Zeitpunkt ist abends 19 Uhr, wenn da neue Preview-Packs kommen, neue Promo-Packs. Auch dann kann man sehr, sehr günstig einkaufen und im Laufe des Abends verkaufen. Wir kommen zum zweiten Teil der UV-Liste. Vorher noch, wenn du noch mehr Trading-Tipps on top zu YouTube haben willst, tägliche Marktanalysen und Trading-Tipps zum Nachkaufen, komm in die Trading Gang. Das ist mein Patreon Discord-Server, wo ich dir on top zu YouTube nochmal helfen werde, noch mehr Coins zu machen. Und der zweite Teil dieser UV-Liste, das sind Non-Rare-Karten, die viel in SBCs benötigt werden. Fokus hier sind Karten aus einer großen Nation in einer anderen großen Liga. Also schau mal, beispielsweise Spanier, das ist ja eine von den Top-Nationen, die sehr, sehr viele Karten, sehr, sehr viele Ligen haben, sodass man die gut in SBCs nutzen kann. Und dann die Serie A, auch eine der Top 5 Ligen. Aber eine andere Nation sozusagen als Liga, also keine Spanier in der spanischen La Liga, sondern Spanier in der italienischen Serie A. Und Odriozola ist zum Beispiel so eine Karte, mit der das sehr, sehr gut funktioniert. Denn diese Non-Rares aus diesen Kombinationen, die werden viel in SBCs benötigt. Natürlich nicht hier in diesen Spieler-SBCs, die ja higher rated sind, aber in diesen kleinen SBCs wie Hochspannung, wie Newcomer Challenge und natürlich auch in den Grundlagen-SBCs.
Und das Tolle ist an diesen Karten, die kann man so für 400 Coins locker flockig erbieten und dann für 800 Coins und mehr jederzeit verkaufen. Das heißt, man kann die Coins verdoppeln. Plus, wenn dann so eine SBC kommt, wie letzte Woche mit dem seltenen Megapack, dann explodieren die natürlich. Hier sind 11 Karten, die du nachkaufen kannst, die du auf deine UV-Liste packen kannst und du siehst, Fokus ist hier bei den meisten Karten eben diese Kombination Deutsche Bundesliga, Mönchengladbach, Alessandro Player, aber Franzose, also andere Liga, auch das sind alles wieder Karten, die viel Chemie bringen. Und auch bei diesen Karten ist ganz, ganz wichtig beim Einkaufen, nehmen wir mal Iniesta als Beispiel. Ich weiß, dass er so für ungefähr 800 Coins weggeht auf der Playstation. Das heißt, ich versuche ihn wirklich zu unter 400 einzukaufen. Wenn du jetzt viel Zeit hast, beziehungsweise nebenbei traden kannst, am besten auf der Web-App oder am Handy, dann packst du dir die auf die Kandidatenliste und bietest dann am Ende mit, wenn du ein bisschen weniger Zeit hast, was auch manchmal sehr, sehr gut funktioniert ist, dass du einfach bis zu deinem Maximumpreis auf 20, 25 Karten bietest und dann bleiben immer 3, 4 hängen. Das ist relativ wenig Aufwand und du hast trotzdem die Chance, diese Karten sehr, sehr günstig zu gewinnen, weil wirklich dann kannst du diese 11 Karten hier wirklich verdoppeln. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich auch jetzt nicht 30 Mal Iniesta zu kaufen und 5 Mal Joe Gomez, sondern wirklich einen Mix aus diesen Karten zu kaufen. Also hier von diesen Non-Rares jede Karte 1, 2 Mal und dann auch von diesen spielbaren Karten ein bisschen Mix kaufen, denn dann hast du immer die Chance auf schnelle Verkäufe, sichere Profite. Plus, ich glaube nicht, dass wenn du nur 50 Mal eine Karte kaufst, dass du die wirklich sehr, sehr günstig bekommen kannst. Und deswegen mache ich das immer so, dass ich mir so ein Team nehme und dann nach und nach diese Karten durchgehe, um immer wieder Deals zu finden. Also ganz konkret, wir haben beispielsweise 20 Mal gerade auf den Iniesta geboten und jetzt gehe ich wieder die Spieler aus dem ersten Teil durch. Ich suche also nach Ben Yedder mit Hunter, gucke, wenn ich hier passende Karten zum Preis finde, dann kaufe ich die. Guck dann natürlich als erstes über den Sofortpreis, danach über die Gebote. Und wenn ich jetzt bei Ben Yedder nichts finde, dann gehe ich einfach zur nächsten Karte, dann suche ich zum Beispiel Joe Gomez mit Shadow. Denn nur so kann ich wirklich sehr günstig einkaufen. Es werden niemals 10 Karten gleichzeitig zum Beispiel unter diesen 4,4, jetzt gerade bei Gomez in meinem Fall, auf dem Markt sein. Und deswegen kann ich dich wirklich nur motivieren, 10+10 Regel, spar 10% im Einkauf, hau die Karten für 10% plus dann nochmal drauf als ihr normaler Preis und schon machst du 20% Profit. Goldkarten sinken immer weiter, deswegen machen wir hier auch die schnellen Verkäufe in der UV-Liste und ich verlinke dir hier nochmal ein super krasses Meta-Team, was du schon für 100.000 bekommst. Wahnsinn, das ist FIFA 22. Abonniere den Kanal, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.